Hallo und herzlich willkommen vom Stadtrand. Heute möchte ich über eine Frage sprechen, die wahrscheinlich fast jeder Mensch irgendwann einmal hatte, der mit Meditation beginnt. Die Frage lautet: Ist Meditation Gedankenlosigkeit? Muss der Kopf irgendwann komplett still werden? Und wenn da noch Gedanken sind, mache ich dann etwas falsch? Viele Menschen stellen sich Meditation ungefähr so vor. Man sitzt still da, denkt nichts mehr, wird immer ruhiger und irgendwann tritt eine Art friedlicher Leerzustand ein. Und dann sind sie weg, irgendwo. Und sie wissen selbst nicht wo. Ganz leer. Und sie denken danach: Wow, das war jetzt tief. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich war. Das muss Meditation gewesen sein. Aber war das jetzt schon Meditation? Oder einfach nur wegdriften? Wenn dann plötzlich Gedanken auftauchen wie: Was esse ich später? Warum habe ich das gestern gesagt? Ich sollte echt mal wieder aufräumen. Dann sagen sie oft: Ich kann nicht meditieren, ich denke so viel. Also lasse ich es lieber ganz. Und dann geben sie auf. Und das ist sehr schade. Oft glauben sie nur deshalb nicht meditieren zu können, weil sie eine bestimmte Vorstellung davon haben, wie Meditation sein müsste. Meditation bedeutet nicht unbedingt, keine Gedanken mehr zu haben. Oft bedeutet sie zuerst, Gedanken als Gedanken zu erkennen. Merkt ihr, wenn ihr denkt? Interessant ist, je mehr man versucht, mit Gewalt nicht zu denken, desto lauter wird der Geist. Man kann das ja einmal selbst ausprobieren. Sage deinem Geist: Ich denke jetzt nicht an Schokolade, aber bitte nur auf eigene Gefahr. Und was passiert? Plötzlich taucht Schokolade überall auf. Der Geist reagiert oft wie ein unruhiges Kind. Und genau deshalb funktioniert Praxis meistens nicht über Gewalt. Meditation bedeutet nicht, gegen den Geist Krieg zu führen oder ihn zu beschimpfen. Wir zwingen ihn nicht mit Härte zur Stille, sondern wir arbeiten eher mit der Geduld und mit der Liebe eines guten Elternteils. Immer und immer wieder ziehen wir ihn freundlich von der heißen Herdplatte weg, die er so interessant findet. Und was ist die heiße Herdplatte? Oft sind das unheilsame Gedanken. Gedanken voller Gier, Ärger, Fantasien, Sorgen, Selbstgespräche, alte Geschichten oder Vergleiche wie: Sie meditiert bestimmt besser als ich. Und das Problem ist, diese Gedanken sind für den Geist oft viel attraktiver als die heilsamen. Sie sind Schokolade. Sie enthalten Zucker. Sie schmecken intensiv. Und kaum ist ein Gedanke da, will der Geist gleich den nächsten naschen. Heilsame Gedanken dagegen wirken manchmal eher wie Gemüse, Brokkoli. Nicht immer spektakulär, nicht immer aufregend, aber langfristig wesentlich gesünder. Heilsam heißt im Buddhismus nicht bloß angenehm. Heilsam ist,
was den Geist klarer, freundlicher und freier macht. Und genau darum geht es oft in der Praxis. Heilsame Zustände erkennen und stärken, unheilsame erkennen und langsam schwächen. Nicht durch Hass gegen den Geist. Der Geist reagiert oft wie ein Kind. Er greift nach dem Süßen und merkt erst später, dass zu viel davon nicht gut tut. Deshalb brauchen wir viel Geduld und viel Verständnis. Keine martialische Gedankenvernichtung. Kein Zack und weg damit. Es ist eher eine intelligente Zusammenarbeit mit dem Geist, eine sanfte Erziehung. Ein Bauer, der sein Feld bestellt, kann das Wetter nicht kontrollieren. Er kann auch nicht mit Gewalt Wachstum erzwingen. Der Bauer reißt nicht jede Pflanze raus, um zu schauen, wie weit sie schon gewachsen ist. Aber er kann Bedingungen schaffen. Er kann beispielsweise Steine entfernen, den Boden pflegen, Insekten fernhalten. Ein geübter Bauer kann Unkraut erkennen, entfernen und nährende Samen einpflanzen. Und wenn die Bedingungen gut sind, entsteht irgendwann eine gute Ernte. Im Buddhismus spricht man manchmal von Geisteskultivierung, Bhavana auf Pali. Und ehrlich gesagt mag ich dieses Wort Bhavana inzwischen fast lieber als Meditation. Denn Meditation klingt heute manchmal wie ein Wettbewerb. Wer ist ruhiger? Wer hat tiefere Zustände? Wer erreicht schneller etwas? Wer gewinnt spirituell? Wer sitzt am längsten und am besten im Lotussitz? Fast ein bisschen wie ein ESC Song Contest des Geistes. Bhavana, also Geisteskultivierung, bedeutet nicht, ich muss einen besonderen Zustand erreichen, sondern ich kümmere mich um meinen Geist. Und ja, es gibt Phasen tiefer Sammlung und großer Ruhe. Da kann das Denken deutlich in den Hintergrund treten. Der Geist beobachtet dann einfach nur noch ruhig. Aber wichtig ist, diese Ruhe entsteht nicht durch Gewalt. Nicht dadurch, dass man Gedanken abschneidet, sondern weil der Geist langsam erkennt, bestimmte Dinge führen zu Leiden, andere wiederum führen zu Frieden. Wenn Gier, Hass und Verblendung zeitweise weniger Nahrung bekommen, wird der Geist oft ganz natürlich ruhiger und klarer. Wie ein See, in dem man nicht ständig neue Steine wirft. Und in dieser Ruhe beginnt man manchmal etwas direkt zu sehen. Nicht als Idee oder Konzept, nicht etwas, das man gelesen oder gehört hat, sondern unmittelbar, direkt, dass alles vergänglich ist, nicht als Konzept, dass Festhalten anstrengend ist und letztlich auch unmöglich, dass Gedanken kommen und gehen wie Wolken am Himmel, dass Gefühle kommen und gehen wie die Gezeiten, dass sich letztlich nichts wirklich festhalten oder verlässlich kontrollieren lässt. Und seltsamerweise macht einen das nicht depressiv. Oft passiert eher das Gegenteil. Manchmal steigt Freude auf.
manchmal auch große Erleichterung, weil man nicht mehr alles festhalten muss, nicht mehr jede Geschichte verteidigen muss und nicht mehr jeden Gedanken glauben muss. Und vielleicht geht Praxis genau in diese Richtung, hin zu einem Geist, der weniger verstrickt ist, der wacher ist, der freundlicher ist, freier und weiser.